am 6. November 1987. Da herrschte Ausnahmezustand in Hamburg. Der britische Thronfolger Prinz Charles und Prinzessin Diana hatten sich für einen Besuch angekündigt. Was damals auffiel, die Prinzessin legte bei den nachfolgenden Terminen nie ihren Mantel ab. Selbst nicht beim Besuch des Tagesschau-Studios. Man vermutete eine Protokollpanne. Heute wissen wir es besser. Vor 2 Tagen in der NDR-Talkshow lieferte Dagmar Berghoff die Erklärung. Lady Di verschlug es beim Anblick der für sie vorgesehenen Umkleideraums kurz die Sprache. Ein eher zweckmäßiger Raum, wenig geeignet für den feinen royalen Pelz. Und noch eines war bemerkenswert, ein Gerücht. Es ist ein großes Vergnügen, hier in der freien und Hansestadt Hamburg zu sein, deren Verbindungen zu Großbritannien so weit zurückreichen. Prinz Charles' Rede auf Deutsch beim Dinner im Rathaus, Lady Dis Abendkleid an Höhepunkten mangelt es dem Hamburg-Besuch des Paares wahrlich nicht. Aber schon am Mittag bei ihrer Ankunft macht ein Gerücht von mitgereisten englischen Journalisten die Runde. Die Ehe des britischen Thronfolgerpaares soll am Ende sein. Die Zaungäste am Flughafen bekommen davon nichts mit, erinnert sich Shahzad Schulz, die als Hamburger Mitglied des Lady Di Fanclubs damals natürlich vor Ort ist. Da durfte man ja auch nur mit, wie sagt man, so weit wie möglich entfernt und Beamte angro. Ich habe gedacht, ja. Aber sie hat noch gewunken, wogegen er so geguckt hat. Also er war ein bisschen oberschüchtern. Sie war dominanter. Tausende Hamburger säumen die Straßen, als das Paar nach Ankunft am Flughafen zum Jungfernstieg fährt. Ich möchte ganz gerne die Prinzessin aus der Nähe sehen. Ich habe extra deswegen die Schule geschwänzt. Damit ich, ja, aber das wissen meine Eltern nicht, aber es macht nichts. Im Alsterhaus soll das Prinzenpaar die britische Woche eröffnen. Es ist dieser Termin, der zumindest ein paar Tage lang das Gerücht über die Ehekrise zerstreuen wird, weil der Prinz im Kaufhaus seiner Prinzessin zärtlich eine Praline gereicht haben soll. Während das Paar so drinnen den Schein wahrt, hat die Polizei draußen Mühe, die Fans hinter der Absperrung zu halten. Die Leute sind euphorisch gewesen. Die waren auch wir. Endlich endlich mal ein königlicher Besuch, den wir nie hatten. Jahrelang nicht, um Gottes Willen. Unseren Diana und Charles. Also, ich selbst bin fast ausgeflippt. Massen am Straßenrand, auch bei Charles und Dianas nächster Station, der englischen Kirche in der Neustadt. Hier enthüllen die Royals eine Tafel zu Ehren der freien Religionsausübung, die den Anglikanern in Hamburg 1611 zugestanden wurde. Ebenfalls eine Hamburger Institution mit deutsch-britischer Geschichte ist der NDR in Lochstedt. 1945 in der damaligen britischen Besatzungszone gegründet. Auch im warmen Tagesschaustudio legt Diana ihren Wintermantel nicht ab. Wohl eine Panne im Protokoll, aber die Princess of Wales erträgt die Studiotour trotz Schweißperlen auf der Stirn mit royaler Fassung. Zum Dank darf sie die damals neueste Fernsehtechnik bestaunen, Dianas Gesicht auf eine Ballerina montiert. Höhepunkt des Besuchs ist schließlich ein großer Empfang im Studio, inklusive Kinderchor der Finkwader Speeldeel. Die ehemalige Erzieherin Diana sichtbar erfreut. Genauso ihre Fans zu Hause am Fernseher. Sie gab auch viel. Durch ihren Stil alleine. Sie war ja eine Stil. Selbst ich, wenn ich sie sah, oh, den Rock will ich mir haben, den Rock kaufe ich mir, die Bluse will ich haben. Es war wirklich, auch wie sie sich über den Leuten gab, war natürlich fantastisch. Sie war eben die Königin der Herzen und nicht nur die Königin der Reichen. Und das tut heute noch weh. Denn es ist Dianas letzter Besuch in Hamburg. 10 Jahre später kommt die Prinzessin der Herzen bei einem Autounfall in Paris ums Leben.